Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und heute geht es wieder zu einer frisch gepressten Sendung mit den Themen, die ich für euch habe. Und zwar Lufthansa kehrt nach Israel zurück, also Lufthansa Group schrittweise. Dann Air Baltic ist in der Finanzkrise, Lufthansa ist auch hier gefragt. WestJet hat da so ein Problem, weil sie haben versucht zu bescheißen und die Behörden sind denen auf der Spur, um Entschädigungszahlungen gegenüber Passagieren zu vermeiden. Dann Qatar Airways verschlechtert Statusregeln, was ja komplett Banane ist. Und Air Canada verkauft wieder Meilen. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und auf Scoot zu kommen. Das erste Thema, die Lufthansa Group nimmt ab Juni 2026 wieder schrittweise die Route nach Tel Aviv auf. Hintergrund ist eine entspannte Sicherheitslage nach dem Iran-Konflikt. Der Start ist 1. Juni. Die ersten Airlines sind die Austrian, die ja auch damals oder immer eigentlich die ersten sind. Dann kommt die Lufthansa Cargo. Lufthansa und Swiss erst ab Juli. Brussels pausiert bis Oktober. Dubai-Flüge weiter gestrichen bis September, weil die EASA auch die Warnung gelockert hat. Ja, das Risiko bleibt trotzdem hoch, auch wenn man langsam wieder anfängt, nach Israel zu fliegen. Die fragmentierte Strategie innerhalb der Airline-Gruppe ist natürlich so, wobei aber die Unsicherheit leider bleibt. Und die Frage, die ihr vielleicht habt, ist, warum startet erst einer und dann der nächste? Einmal sind die Flugzeiten der Auer wesentlich angenehmer. Das heißt also, man hat da anscheinend bessere Slots. Das ist ein Thema. Und die andere Frage ist natürlich, wie nachhaltig so eine Sicherheitsbewertung ist und gut ist, wenn man erst einschickt, bevor man dann langsam hochläuft. In Dubai operativ oder politisch problematischer? Da könnt ihr auch gerne was zu sagen. Lufthansa bleibt ja wie immer klassisch sehr vorsichtig, wenn sie operiert, was in meinen Augen sehr gut ist. Denn die Region ist und bleibt instabil im Moment. Wir wissen ja auch gar nicht, was da passiert. Man hört ja immer lustige Sachen vom lustigen Donald und anderen. Ja, würdet ihr wieder Flüge in die Region buchen? Ich persönlich, ich will ja nach Israel fliegen, irgendwie schon seit 2 Jahren gefühlt. Aber im Moment ergibt es sich einfach nicht, weil ja auch die Flüge nicht da so hinkommen, wie ich das will. Deshalb warte ich auch ab. Ihr könnt ja auch schreiben, wie ihr das seht. Ja, Air Baltic, quasi so eine 10% Beteiligung der Lufthansa, hat finanzielle Schwierigkeiten. Die brauchen einen dreistelligen Millionenbetrag und man hat hohe Verluste trotz steigender Nachfrage. Die Kapitalerhöhung ist halt wirklich nötig, vor allem in einem dreistelligen Millionenbetrag. Der Umsatz ist 12% rauf auf 149 Millionen Euro, Verlust 70 Millionen, vorher waren es 29 Millionen Verlust. Kapitalbedarf liegt irgendwo bummelig zwischen 100 und 150 Millionen Euro. Lufthansa hat 10% und will nicht nachschießen. Der Staat hält 89%. Es gibt einen Brückenkredit von 30 Millionen. Und man sieht halt auch, wie die strukturellen Abhängigkeiten sind. Interessanterweise ist auch so, dass die keine Probleme haben mit Triebwerken im Moment. Also das heißt, die haben da keine Probleme. Man hat kurzfristig stabilen Betrieb, aber es ist halt wirklich so, dass der Staat und der Markt nicht immer unbedingt die besten Freunde sind. Das ist ein klassischer Konflikt. Und Carsten S. aus M. lässt sich wie folgt zitieren, Zitat Anfang, ohne dass wir dort weiter investieren wollen oder müssen, als Teilzitat. Ja, sollte Lufthansa stärker eingreifen, weil die Lufthansa ja auch irgendwie abhängig ist von der Air Baltic, weil sie viele Strecken für die Lufthansa, Swiss und so weiter fliegt. Oder sagt ihr, ist so ein Staatscarrier überhaupt noch zeitgemäß? Und diese Wetlease-Modelle, wir haben ja viele gesehen, X-Fly und so weiter und ich glaube City war es bei der SAS, die sind alle so ein bisschen am Schwanken, weil die das Risiko der Fluggesellschaften auffangen und tragen. Also insofern, Air Baltic steht vor einer kritischen Phase und erst im Herbst wird es da wohl anscheinend eine Antwort geben. Ihr könnt da gerne mal antworten, ob Lufthansa Air Baltic retten sollte, ja oder nein. Dann Alexis von Hönsbruch, ehemaliges Lufthansa-Gewächs, der ja CEO von Auer war und auch von der Lufthansa Cargo, ist ja in Vancouver, glaube ich, sind sie, ne? Aber WestJet, als CEO ist er jetzt da, WestJet steht unter Verdacht, Entschädigung bewusst zu umgehen. Trick ist der Flugzeugwechsel und dann die Streichung wegen Wartung.
Es gibt 34 Fälle, die gemeldet sind. Bis zu 1000 kanadische Dollar gibt es an Knete. Aber das Muster ist halt das, was erschreckend ist. Und zwar gibt es einen Flugzeugwechsel, das dann halt einen Grund hat, der nachvollziehbar ist. Und dann die sofortige Annullierung. Und die CTA, das ist die Canadian Transport Agency, untersucht den Fall jetzt. Denn das ist ein Präzedenzfall für Missbrauch oder möglichen Missbrauch, müssen wir ja sagen. Und der Vertrauensverlust ist natürlich massiv, weil wir als Passagiere natürlich immer wieder feststellen, Airlines sind eigentlich nicht unsere Freunde, sondern sie betuppen uns. Und das Risiko für Irr-Ops ist natürlich klar. Aber das Problem von der Strategie ist halt wirklicherweise, dass die Kosten für die Fluggesellschaften ganz anderer sind. Denn einmal natürlich die Kostenersparnis, aber es ist ein Reputationsverlust. Das heißt also Verlust von Vertrauen bei den Passagieren. Und die Frage ist, ob das ein systematischer Betrug ist oder ein Einzelfall und ob nicht die Airline Operations wesentlich mehr kontrollierbar und transparenter sein müssen und die Gesetze da auch wesentlich härter durchgreifen müssen. Ja, wenn das wirklich der Fall ist, dann ist das ein echtes Problem, ein massiver Imageschaden. Und die regulatorischen Sachen, die dann verschärft werden müssen, sind natürlich aus meiner Sicht dann unausweichlich. Ja, was glaubt ihr? Ist das irgendwie ein Systemtrick, den die gemacht haben, oder ist das etwas, wo die Bahn einfach sagt, nee, da haben wir falsch geguckt? Also insofern bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Qatar Airways macht die Statusverlängerung wesentlich intransparenter und verschlechtert die Statusregulierung, Regelung und Regulierung. Und klare Regeln werden halt durch Einzelfallprüfungen ersetzt. Heißt also 90% der Q-Points, 12 Monate, dann Verlängerung, sonst 3 Monate. Ab 1. Juli individuelle Prüfung ohne klare Kriterien, das ist auch ein Quatsch. Etihad senkt die Anforderungen einfach mal pauschal um 25%. Und klar, das hat was mit Kostenkontrolle zu tun versus Kundenbindung. Aber ich glaube nicht, dass die da bei den Freunden von Qatar, glaube ich, so gut da stehen, dass sie die Leute so verärgern können. Auch ist es so, dass das ein massiver Vertrauensverlust ist und nach einer Krisenphase, und die Krise ist ja auch noch nicht wirklich durch, ist das eher ein Problemfall. Ja, ist das der Anfang vom Ende von großzügiger Statuspolitik, wo einfach Transparenz fehlt, die an meinen Augen da nötig ist, und werden die Leute dann zu Konkurrenzprogrammen dort laufen, weil wenn ich etwas habe, was ich nicht kontrollieren kann, wir erinnern uns ja alle noch an den Royal Ambassador, der ja auch irgendwie nur so eine Geschichte war, keiner wusste genau wie. Und das ist ein klarer Rückschritt für Vielflieger, das ist etwas, was wir nicht so akzeptieren können. Kommunikation ist hier auch wieder so ein Hauptproblem, ein klassisches Thema in der Aviation. Und wie findet ihr das? Würdet ihr das Programm wechseln? Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Wer Air Canada fliegt, der kann Meilen kaufen. Air Canada startet neuen Meilenverkauf mit Bonus. Gleichzeitig steigen die Awardpreise aber deutlich. Der Bonus ist bis zu 100%, Preis ist 1,56 Cent pro Meile. Und ab 1. Juni gibt es Änderungen, 65% mehr Meilen, 67% sogar mehr Meilen nötig, um zu fliegen. Das ist halt einfach wieder die klassische Nummer. Wir machen es teurer, verkaufen aber trotzdem Meilen. Höhere Preise, schlechtere Gegenwert, und das ist eine klassische Entwertung. Da gibt es keine zwei Meinungen, was die machen. Und die Revenue-Optimierung übernimmt halt die Loyalty, und damit wird das Ganze halt, um es mal provokativ zu sagen, für den Arsch. Ja, lohnt sich der Meilenkauf noch oder eher nicht? Da könnt ihr was zu schreiben. Und ich weiß nicht, ob das eine versteckte Inflation ist, aber das ist eine Inflation. Und die Sweet Spots, die werden immer weniger. Ja, das ist ein typisches Muster, dass man erst so einen Bonus macht, dann macht man eine Entwertung, verarscht die Leute quasi, und deshalb kann ich euch nur empfehlen, vorsichtig beim Kauf zu sein. Die Frage des Tages dazu passend ist, kauft ihr aktuell noch Meilen? Wie immer wisst ihr ja, dass ihr von mir ein Gesamtfazit bekommt am Ende der Sendung. Die geopolitischen Risiken bleiben ehrlicherweise dominierend. Man sieht es ja, die Airlines kämpfen mit Kosten- und Finanzierungsproblemen. Und Vertrauen wird auf allen Seiten der Fluggesellschaften, nicht der Passagierseite, missbraucht. Siehe einfach mal der Beschissversuch, eventuell, man muss das ja aus juristischen Gründen so formulieren, von WestJet, wenn das so alles wahr ist.
Und dann natürlich auch, dass die Fliehprogramme restriktiver werden, dass das alles eher so eine Folklore-Sendung wird, wo man sagt, naja, wir entscheiden das dann einfach mal so und machen das. Und Loyalty ist dann eher so ein Profit-Center. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch dann ganz wichtig, auf Scoot zu kommen. Ja, Frage des Tages ist, würdet ihr aktuell in den Nahen Osten fliegen? Und die andere Frage ist natürlich ganz klar, Air Baltic, soll Lufthansa dort Knete reinwerfen? Ja oder nein, sollen sie retten? Also, danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV und wir sehen uns bis zur nächsten Folge.